Wir haben uns das ein bisschen anders vorgestellt, gleich am Anfang so eine dicke Überraschung zu bekommen und wir nicht so richtig wissen, was wir damit anfangen sollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind vollgepackt mit tollen Sachen, die unser Leben gerade nicht leichter machen. Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben leichter machen. Naja, hinein ins Pablo-Feeling. Ja, wir haben die Nummernschilder eingepackt und sind jetzt auf dem Weg Richtung Pablo und können es kaum noch abwarten. Gen Osten. Gen Osten. Von Süden gen Osten. Da macht der Burg. Und sind schon gespannt, in welchem Zustand uns Pablo empfangen wird. Schon ein super Ding von uns. Was willst du machen? Haben alles dabei. Zug Nummer 1 ist erstmal von Flochingen nach Stuttgart. Richtig. Dann von Stuttgart nach Hannover. Und dann noch den Rest nach Magdeburg. Ja. Und dann holt mein Papa uns ab. Guten Morgen alle zusammen. Wir sind angekommen und sind schon fleißig. Und können es kaum erwarten, endlich rauszugehen. Zu Pablo. Wir haben ihn gestern schon beim Vorbeifahren gesehen. Was sagst du, Bruno? Bruno, freust du dich auch, dass wir da sind? Ja! Wir müssen jetzt noch ein bisschen was arbeiten, bevor wir rausgehen können. Und dann zeigen wir euch mal, wie es aktuell in Pablo aussieht und was so die ersten Schritte sein werden. Ja, ich brauche aber erst was zum Frühstücken. Jetzt noch? Ja, jetzt doch. Und dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause, weil ich habe heute Mittag noch mal ein paar Termine. Gucken wir mal. Also ich bin echt aufgeregt. Mir ist das Aufstehen heute früh auch leichter gefallen als sonst. Naja, ich war vor dir auf. Naja. Also wenn ich vor Anne aufstehe, dann scheint es nicht ganz so leicht gewesen zu sein. Wir müssen erst mal gucken, welcher der richtige Knochen ist. Wir haben Pause und gucken jetzt mal zu Pablo mit euch. Wundert euch nicht an unseren schmutzigen Jacken. Das sind noch die Jacken, die wir zum Ausbau verwendet haben von Elvis. Die haben wir extra aufgehoben. Also nicht wirklich extra, aber die kommen uns jetzt zugute. Hallo Pablo! Hier machen wir auf die gute Stube. Ungemütlich. Ja. Ihr seht, das ist ziemlich viel Zeugs drin. Das müssen wir nachher erstmal alles ausräumen. Sehr viel Zeugs. Ja, ich habe es auch nicht mehr so viel in Erinnerung gehabt. Ja, schwierig. Wir müssen jetzt dann erstmal gucken, mit meinem Papa besprechen, wo wir das hinräumen können. Ja, krass, aber jetzt sind wir hier nochmal drin. Gut sieht er aus. Ja. Vor allem das Geile ist, bei Elvis hatten wir ja, dadurch, dass der davor schon ein bisschen gedämpft war und verkleidet war, mussten wir alles rauskratzen und so weiter. Das wird jetzt hier deutlich schneller gehen. Das ist richtig geil. Ja, also gerade... Okay, wir müssen jetzt mal suchen, was da piepst. Also eine Sache müssen wir auf jeden Fall mal in die Community fragen. Unsere Scharniere hier quietschen ganz schön. Ich werde die erstmal mit WD-40 behandeln, das geht. Aber die andere Seite... Wie behandelt man die am besten? Fettet man die? Wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ja, was macht man da am besten? Wenn ihr da ein bisschen Ahnung habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Nicht, dass wir die irgendwann austauschen müssen. Doch ganz schön viel, gell? Ja, es ist halt viel, wenn man erstmal gucken muss, okay,
Was kommt jetzt mit rein ins Haus? Was können wir draußen lagern lassen? Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Struktur reinbringen. Wir haben schon mal unser Warenlager ein bisschen sortiert. Ich glaube, das ist ganz gut geworden. Ja. Und jetzt müssen wir hier erstmal alles klar Schiff machen, damit wir nämlich diese Woche noch zum TÜV fahren können. Ja, genau. Weil bei Pablo ist der TÜV ausgelaufen. Und dann sehen wir nämlich gleich, was Sache ist, ja. Pablo ist leer. Das wäre schon mal geschafft. Ja, es ging jetzt doch relativ schnell. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir heute schon die Bodenplatte rausnehmen und dann mal drunter gucken, wie da der Rost aussieht. Aber wir wollen euch erstmal kurz das Projekt vorstellen und wie wir uns das Ganze vorstellen. Wir haben dann ein bisschen vor, das Ganze ein bisschen anders aufzuziehen wie das letzte Mal. Wir wollen euch nämlich wöchentlich dabei haben und wöchentlich mitnehmen und auch wöchentlich die Fortschritte berichten. Genau, also... Oh, komm mal rein, Schatz. Was wir eben nicht machen wollen, sind so thematische Punkte wie so dämmt man den Van richtig oder so baut ihr das und das ein. Sondern wir wollen wirklich weiterhin Vlogs für euch machen, euch einfach auch mal unsere Gedanken während des Ausbaus, oder euch an unseren Gedanken während des Ausbaus teilhaben lassen, euch auch so ein bisschen von unserem Alltag zeigen und der Van-Ausbau ist ja auch jetzt unser neuer Alltag, aber es soll wirklich ein Vlog weiter sein. Ja, genau, das hat nämlich für euch den Vorteil, dass das Ganze ein bisschen anders aufgebaut ist als so diese typischen Videos. Und ihr kriegt auch ein bisschen zwischen den Zeilen mit, woran es vielleicht ein bisschen scheitert, was nicht ganz so gut läuft, was aufeinander aufbaut, wie das Zeitmanagement ist, wie schnell man vorankommen kann. Das sind alles so Punkte, die kriegt man in dem normalen, ich sag mal thematischen Videoformat nicht ganz so gut mit. Deswegen haben wir Bock, das diesmal ein bisschen anders aufzuziehen. Vor allem sieht man dadurch auch die Fortschritte schöner, finde ich. Genau, ich glaube auch, das wird ein bisschen anderes Erlebnis und ich hoffe, ihr seid natürlich dabei und abonniert. Dann kriegt ihr wöchentlich unsere Fortschritte mit, was hier aus Pablo so langsam entsteht. Wir zeigen euch jetzt nochmal Pablo so ein bisschen, wie wir uns das Ganze vorstellen. Ihr habt das ja letztens im Video gesehen, wie das theoretisch aussehen soll. Ich verlinke euch hier oben nochmal das Video und jetzt zeigen wir euch nochmal ein bisschen praktischer, wie es vielleicht aussieht. Was mir direkt auffällt, das hatten ja einige in die Kommentare geschrieben, dass unsere Vorstellung, dass wir die Trockentrenntoilette unter das Bett schieben, nicht funktioniert aufgrund des Radkastens. Ja, und das fällt mir auch direkt gleich auf. Das stimmt absolut. Also das war uns nicht so bewusst, dass der da direkt kommt. Ja, wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass der Radkasten nicht ganz so groß ist wie diese Holzbox hier drüber. Ja, wir haben jetzt keinen Akkuschrauber hier leider und hätte ich die mal schnell abgemacht. Bis hier geht das Bett ungefähr. Es ist ungefähr, kommt das sogar hin. Dann stehen wir hier jetzt in der Dusche. Ziemlich genau. Oh ja, wir müssen echt noch mal ein bisschen kalkulieren von den Maßen, fällt mir gerade auf. Also uns ist halt eben ganz wichtig, dass wir hier dann die Sitzecke haben und genügend Platz haben. Das muss man sich jetzt noch die kommt natürlich auch noch weg, das muss man sich auch noch vorstellen, dass die weg ist. Aber ja, es könnte sein, dass wir am Schrank ein bisschen was wegnehmen müssen. Ja, oder dass wir doch keinen Apothekerschrank machen können, wobei mir das echt, da würde mir das Herz bluten, weil ich mich da echt drauf freue. Ja, vielleicht können wir so eine Hybridlösung machen. Das gucken wir dann, wie wir das am besten umsetzen. Was richtig schön ist, der Schlund, der ist halt echt nochmal riesiger, gell? Also dadurch, dass das jetzt H3 ist, das wird auf gar keinen Fall wieder ein Schlund. Also der ist ja echt riesig, richtig cool. Eine Sache, die auch in den Kommentaren fehlen kam, wir werden natürlich einen Drehsitz machen. Warum nicht zwei? Wir haben eine Doppelsitzbank drin. Die lässt sich leider nicht drehen. Zumindest also wenn ihr eine Drehkonsole kennt, die für die Standard Doppelsitzbank ist, dann schreibt ihr uns gerne in die Kommentare rein. Wir haben nichts gefunden in der Richtung. Deswegen müsste man eigentlich zwei neue Cockpit-Sitze kaufen. Ein gebrauchter kostet aktuell auf dem Gebrauchtmarkt schon 1000 €. Das sprengt leider unser Budget. Wir müssen ja auch gucken, dass wir nicht unendlich viel Geld ausgeben. Und da bist du dann schnell bei 2500 € dafür, dass sich zwei Sitze drehen. Das werden wir bestimmt nachrüsten, aber am Anfang werden wir da jetzt nicht mit starten. Nee, ich glaube, es ist auch nicht schlimm. Ich meine, das ist ja so ein Dauerprojekt, wie so ein Van halt einfach immer ein Dauerprojekt ist. Und wenn man da nach und nach immer noch was verändert, dann ist das ja auch cool. Genau. Kommt hier dann die Küche hin? Genau, da kommt die Küche hin. Ich sehe mich hier schon kochen und rühren.
Ja. Also ihr seht, wir haben richtig viel zu tun. Wir müssen erstmal hier alle Wände wegmachen, gucken, ob Rost da ist. Da hoffen wir natürlich, dass uns da nicht allzu die krasse Überraschung erwartet. Und dass wir da ja, schnell vorankommen. Dann wird das Ganze geputzt, dann fangen wir mit dem Isolieren an und so weiter und so weiter. Fenster relativ schnell. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ja, vielleicht machen wir gleich erstmal ein Käffchen, ein bisschen aufwärmen, weil der Wind ist schon echt frisch. Ja, es ist leider echt frisch geworden. Anfang März war es ja echt schon gutes Wetter. Und jetzt Anfang April hat der April nochmal gezeigt, was er kann. Ich hoffe, es wird besser. Wir gucken jetzt mal, was sich unter den Radkästen hier verbirgt. Wie viel Spiel da noch ist oder ob die das voll einnehmen. Aber das glaube ich nicht. Die sehen ziemlich groß aus und ich glaube, die Radkästen an sich sind gar nicht so groß. Ja, wir haben jetzt hier so ein kleines, tolles neues Spielzeug. Mal gucken, ob der was kann. Die Radkästen sind doch größer, als man denkt. Wir haben genau drauf gepasst, diese doofen Kästen. Na gut, müssen wir gucken, wie wir damit am besten umgehen. Und jetzt haben wir wieder diese Situation. Es sieht so leicht aus und man könnte so schnell fertig sein, aber jetzt ist hier eine doofe Schraube. Oh nein, nicht dein Ernst. Die ist total zu. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich muss erstmal jetzt gucken, dass ich die sauber bekomme, beziehungsweise dass ich dann meinen Bit-Einsatz dann wieder reinbekomme. Halleluja. Also das war jetzt wirklich schon, wirklich so, wie Fabi schon gesagt hat, dann denkst du dir so, ja, 2 Minuten, machst es fertig und dann, ja, eine scheiß Schraube. Krass, die sind echt ganz schön dreckig, die Dinger. Ja. Aber was wurde hier denn gemacht? Hier ist so Herzchenkonfetti. Eine wilde Party gefeiert. Also ich würde jetzt die Radkästen rausstellen, ja, und dann die Bodenplatte versuchen zu lösen. Genau. Ja, dann machen wir mal mit der Bodenplatte weiter. Was sich darunter verbirgt. Komm her. Die Lampe. Also ich kann mich erinnern, dass die Dinger teilweise richtig schwer rausgehen. Ja. Die Verzorösen für die Verzorgurte auf der Bodenplatte. Sind wir mal gespannt, wie wir die rausbekommen. Cool probiert, aber ich glaube, meine Popeye-Arme reichen dafür nicht aus. Ganz vergessen. So, stellen wir erstmal auf Stärkste. Ja. Dann kann es gut sein, dass wir mit dem Akkuschrauber da nicht rankommen. Okay, schneller. Tut sie nicht. Gut ist, dass mein Papa ziemlich viel Werkzeug hat. Und ich werde jetzt einmal mal fragen, ob er irgend so ein Ding hat. Ja. Was für ein Ding brauchen wir denn? Dann gehe ich gucken. Große Ratsche und ja, für einen Bit-Einsatz. Okay. Gut. Und Hebelkraft. Hebelkraft. Gut, dann gucken wir mal. Ich habe mir natürlich wieder vorgenommen, dass ich alles mitmachen möchte. Ich bin ja immer sehr ambitioniert, aber ich werde auch ein bisschen auf meinen Körper hören, weil letztes Mal habe ich mich echt ein bisschen übernommen und dann immer die Sachen auch mittragen wollen, die Fabi trägt. Das mache ich diesmal nicht, aber jetzt schauen wir erstmal nach einer Ratsche. So, hier ist jetzt was drin. Schauen wir mal, was der Herr zu sagen hat, ob ich es richtig besorgt habe. Ich weiß es auch noch nicht. Maulschlüssel. Es sind Maulschlüssel. Schatz, ich habe dir Maulschlüssel mitgebracht. Maulschlüssel? Rainer hat gesagt, wir brauchen bestimmt das. Nee, bestimmt nicht. Und dann musst du ihm nochmal sagen, was wir brauchen. Ja. Die erste löst sich. Nur noch 9 mehr. Also die sind tatsächlich ein ziemlicher Pain rauszubekommen. Also bei mir ist das Erfolgserlebnis direkt da, weil die Dinger gehen echt leicht ab und dieses Ding
Das ist echt gut für mich, weil wenn ich kann noch mal ein bisschen weiter oben. Ich habe einen leichten Akkuschrauber. So, diese Ösen hier zu lösen, ist echt ätzend. Was ich jetzt, meine Taktik ist jetzt, sich möglichst flach auf den Boden legen und dann wirklich im 90-Grad-Winkel möglichst viel Kraft hier auf die Ratsche drauf zu bekommen. Anders geht's nicht, sonst rutscht das oben weg und diese kleinen Bits, die verkanten sich und ja, greifen nicht mehr richtig. Ist richtig kacke. Echt eine Scheißarbeit, aber wir haben jetzt noch ungefähr 4 vor uns, glaube ich. Von den 2 habe ich ein bisschen Angst, dass ich die schon ein bisschen versaut habe. Aber die anderen kriege ich jetzt erstmal auf jeden Fall raus. So, wer viel arbeitet, hat auch Hunger. Deswegen gibt es heute Nudeln mit einer Pilz-Tomatensauce. Ich gebe euch mal ein kurzes Update zur Bodenplatte. Wir haben die letzten Schrauben rausbekommen. Wir haben die einfach rausgebohrt mit einem großen Bohrer. Schlechte ist, wir kriegen jetzt die Bodenplatte trotzdem nicht raus, weil die ist unten verklebt. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil wir eigentlich drunter isolieren wollten und gucken wollten, ob da Rost ist. Da aber alles verklebt ist, kriegst du die Bodenplatte nicht in einem Stück raus und du würdest dir super viel Arbeit machen. Und viel Rost wird sich da eh nicht gebildet haben, weil da überall Klebstoff ist. Deswegen bevorzugen wir jetzt die Variante, dass wir es einfach drinnen lassen und drüber bauen, was uns natürlich ein paar Zentimeter jetzt in der Höhe klauben wird und wir noch neue Bodenplatten brauchen. Das sind halt diese kleinen Überraschungen, die dann auf einmal so kommen. Die gehören halt gleich am ersten Tag dazu, aber... Ja, wir haben uns den ersten Tag ein bisschen anders vorgestellt, aber wir sind ja vorangekommen und es spart uns jetzt halt übel Zeit, weil wir nichts entrosten müssen so wirklich. Ja, beziehungsweise die Löcher an der Seite, wo er reingebohrt hat, die müssen wir natürlich behandeln. Die werden wir behandeln, weil er hat da einfach nur mit diesen Metallschrauben reingebohrt. Das ist nicht so gut. Die werden wir jetzt behandeln, aber da hatte sich jetzt auch noch kein Rost gebildet. Also es ist alles halb so schlimm. Von dem her, es ist ja auch ein relativ neues Fahrzeug, da wird nicht viel Rost da sein. Wir wollten eigentlich einfach nur trotzdem mal pro forma drunter gucken und gucken, was da los ist. Aber man merkt schon, da ist nicht viel Feuchtigkeit oder so, hat sich da angesammelt. Wir müssen das auf jeden Fall alles sauber machen dann noch. Ich bin verwirrt. Ja, das bringt uns jetzt irgendwie alles ein bisschen durcheinander. Ja, wir müssen uns erstmal sortieren, glaube ich. Aber jetzt müssen wir erstmal was essen. Ja, jetzt wird erstmal was gegessen. Oh, es ist ungemütlich. Wir haben den ersten Schock überwunden. Ja, die Bodenplatte ist fest verklebt. Man sieht es an der einen oder anderen Stelle. Beispielsweise hier vorne. Seht ihr es? Es geht hier einmal rum. Ist aber im Prinzip gut, weil dann an den Seiten ja wirklich gar kein Wasser reinlaufen konnte. Deswegen gehen wir davon aus, dass das da unten gut aussieht. Und wir jetzt eigentlich die Bodenplatte nicht rausnehmen wollen, weil das ist, glaube ich, nicht die clevere Entscheidung. Ja, also Ja, hundertprozentig sicher sind wir uns ehrlich gesagt auch nicht. Das Gute ist, heute ist Donnerstag, morgen kommt das Video ja raus. Das heißt, wir sind eigentlich so gut wie live sozusagen und ihr könnt euren Senf da auch dazu geben. Wir vertrauen auf eure Expertise, aber klar, am Ende weiß ich auch nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich meine, die kriegt man bestimmt irgendwie rausgehebelt und rausgebrochen. Also wenn jemand wirklich stimmige Argumente jetzt in den Kommentaren findet, die dafür sprechen, dass wir das Ding rausnehmen, dann würden wir es machen. Aber ehrlicherweise, ich glaube, nee, also sagt mir mein Gefühl und unsere Recherche und ja, der logische Menschenverstand sagt jetzt, hey, lass das Ding drinne. Das Einzige ist natürlich, dass wir bestimmt Zentimeter nach oben verlieren. Da haben wir genug, aber es wird halt ein bisschen dicker, ein bisschen schwerer, ein bisschen mehr Material. Wir würden jetzt dann wahrscheinlich 9 mm als Bodenisolierung nehmen, weil wir haben ja schon ein bisschen Isolierung mit der Platte, dann 9 mm und dann nochmal eine Bodenplatte. Und damit ist der Boden ja wirklich safe. Und auf die kommt dann
theoretisch dann nicht nur theoretisch, auch praktisch unser Parkett dann drauf. Zumindest an Teilen, genau. Also das sind dann teilweise dann dreimal Holzplatten und Isolierung. Ja, heute ist auch unsere Isolierung angekommen tatsächlich. Also ja. Wir haben 6 große Pakete Isolierung bekommen. Kann natürlich sein, dass wir dann von den 9 mm nochmal eine Rolle nachbestellen müssen. Nee, weil wir die 9 mm... Achso, die 9 mm, ja. Richtig, genau. Die 9 mm, da wissen wir jetzt nicht genau, da haben wir ja jetzt nicht so viel kalkuliert dafür, aber ich glaube, wir haben eine 10 Quadratmeter Rolle, also für den Boden langt das auf jeden Fall erstmal. Ja, dafür schon. Ja. Ja, morgen geht's zum TÜV mit Pablo. Das heißt, das wird auch echt spannend. Ich bin gespannt, was der TÜV zu dem ganzen Fahrzeug sagt, was da so passiert. Das seht ihr dann aber erst in der nächsten Folge. Ich muss dieses Video ja jetzt auch noch fertig schneiden. Da bin ich jetzt ein bisschen unter Zeitdruck. Und ja, sagt gerne mal in den Kommentaren, was ihr von unserer Entscheidung haltet. Wir müssen auf jeden Fall jetzt, bevor es zum TÜV geht, noch die Holzplatten rausräumen. Oh, stimmt. Ja, das ist mir gerade eingefallen und das ganze Werkzeug raus. Und ja, dann ist der TÜV ready. Ja, ich habe jetzt ein bisschen umsonst im Prinzip noch Material gekauft, um diese Schrauben rauszubekommen, die wir gestern dann mit dem großen Bohrer einfach rausgemacht haben. Das hätten wir uns sparen können, aber gut, so ist es. Wir werden, glaube ich, die Löcher, die jetzt dadurch entstanden sind, also durch diese Schraubungen, werden wir wieder zudrehen. Vorher natürlich alles sauber machen, ganzen Späne rausmachen. Das ist jetzt der nächste große Punkt, der dann auf uns zukommen wird, das alles sauber zu machen erstmal. Ja, aber er sieht schon relativ sauber aus. Ich wollte gerade sagen, also im Vergleich zu Elvis, da waren ja wirklich hier alles voll mit Kleberesten und wir haben uns echt den Wolf geschrubbt. Also das war echt eine ätzende Aufgabe. Aber ja, am Anfang stehen immer so ein paar nervige Aufgaben an. Es wird ja dann aber schnell besser. Also wenn erstmal die Isolierung anfängt und dann die Unterkonstruktion, die Fenster, dann kommen die ganzen spaßigen Sachen. Wir haben uns das ein bisschen anders vorgestellt. Gleich am Anfang so eine dicke Überraschung zu bekommen und wir nicht so richtig wissen, was wir damit anfangen sollen. Ja, keine Ahnung, haben wir uns erstmal anders vorgestellt. Aber gut, damit müssen wir jetzt leben. Und ich denke, so schlimm wird es nicht sein. Ich hoffe. Ich hoffe. Wie gesagt, schreibt uns gerne in den Kommentaren, was ihr dazu meint. Durch dieses neue Format und das aktuelle können wir da natürlich auch immer noch auf gute Ratschläge von euch hoffen und auch eingehen und das dann vielleicht sogar so umsetzen. Das wäre natürlich ganz cool. Hast du noch was? Nee, wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid, dass ihr uns jetzt hoffentlich begleitet, wie wir aus diesem nackigen Auto oder Van ein gemütliches Zuhause machen. Ja. Und sind ganz gespannt auf euer Feedback zu unseren Vorstellungen, wie wir die Videos gestalten wollen. Und natürlich auf eure Ratschläge. Für das erste Feedback würde uns auf jeden Fall ein Daumen nach oben gefallen. Das hilft uns weiter bekannt zu werden und unsere Videos noch professioneller zu gestalten. In dem Sinne, macht's gut alle zusammen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Kakao. Oh. You had me at a la 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 la.